Ein richtiger Autoliebhaber trägt sein Wachs nur von Hand auf. Mythos oder Wahrheit? In Deutschland hat das Autowachs so ein bisschen seinen Stellenwert verloren und ist fast zum Nischenprodukt mutiert, während in England und in anderen Ländern der Welt wirklich noch ganz viel gewachst wird. Und hier in Deutschland nutzen echte Wachsverfechter, zumindest wird es immer propagiert, die blanke Hand, um das Wachs natürlich ohne Ring, um das Wachs aufs Auto aufzutragen. Die Idee dahinter ist, dass man einfach durch die Fingerbewegung und durch die Hand besser in so Kanten kommt, das Auto mehr spürt, das Wachs richtig einmassieren kann. Und durch die Körperwärme das Wachs sich einmal besser verteilt, ein bisschen flüssiger wird und sich dadurch leichter verarbeiten lässt. An der Stelle möchte ich jetzt wirklich mal als allererstes darauf hinweisen, nicht jedes Autowachs bzw. die allermeisten Autowachse sollten auf keinen Fall mit der blanken Hand berührt werden. Guckt einfach mal auf die Warnhinweise drauf und bei vielen ist so ein Lungensymbol drin drauf, also so ein rotes Viereck mit so einer explodierten Lunge drauf. Das bedeutet auf jeden Fall, das Zeug ist nicht gesund. Und selbst hier, ich habe jetzt das Dodo Juice Shinecraft, ist zwar kein Lungensymbol drauf, aber hier steht es auf Schwedisch, kann ich den jetzt nicht vorlesen, auf Deutsch steht drauf: Wiederholter Kontakt mit der Haut kann Trockenheit und Risse verursachen. Nach dem Gebrauch gründlich die Hände waschen. Und allein das ist schon definitiv ein Zeichen, dass Autowachs und die Hände, blanke Haut, nichts miteinander zu tun haben sollte. Und da kann mir jeder kommen, der mir irgendwas erzählen möchte, das macht man so und bei meinem Wachs geht es. Mach, wenn du möchtest, aber es ist definitiv nicht gesund. Es handelt sich immer bei jedem Wachs um ein Lösungsmittel, was enthalten ist. Sonst würden wir das harte Wachs, gerade Carnauba ist eines der härtesten oder ist das härteste Wachs der Welt, müssen wir irgendwie verarbeitbar kriegen. Das heißt, es ist ein Lösemittel drin. Im besten Fall ist ein Orangenterpen drin, ein gesundes, also nein, nicht ein gesundes, ein natürliches Lösemittel, was aber enorm harte, starke Lösekraft hat. Im schlimmsten Fall ist irgendein erdölbasiertes Lösemittel drin, was durch deine Haut eindringt und in deinem Körper landet. Also tu dir einen Gefallen und fass das Wachs bitte nicht mit der Hand an. Ich habe deswegen, hast du vielleicht auch schon gesehen, Handschuhe in der Hand. Werde das Wachs mal mit den blanken Handschuhen, wenn man so will, auftragen. Mit der Zeit werden die auch warm. Also diesen Effekt der Körperwärme durchs Verteilen, Verreiben kann ich damit nachbilden. Und ich möchte mir einfach mal oder dir einfach mal zeigen, ob es wirklich einen Vorteil hat, im Gegensatz zu einem modernen Wachsapplikator das zu verwenden. Aber auch Achtung, auch wenn du mit Handschuhen arbeitest, das sind Nitriluntersuchungshandschuhe, das sind keine Chemiehandschuhe. Wenn du erdölbasierte Wachse hast, was du daran siehst, dass eben dieses Lungensymbol drauf ist, dringt das Erdöl durch die Handschuhe durch in deine Haut nach 15, 20 Minuten. Also wenn du unbedingt das machen willst, wovon ich wie gesagt schon mal abrate, aber wenn du es machen willst, wechsel alle 15 Minuten deine Handschuhe. Genug der Vorrede, wir werden jetzt hier die Motorhaube einmal wachsen, und zwar eine Seite mit behandschuhten Händen, die andere Seite mit einem Applikator. Du kannst einfach mal zugucken und am Ende gebe ich dir noch mal ein kleines abschließendes Fazit. So, wir starten jetzt. Im besten Fall ist der Wagen vorm Wachsen auch entfettet. Mindestens sehr sauber gewaschen, frei von Anhaftungen, also geknetet, und wenn es ein Wagen ist, der es nötig hat oder haben will, auch poliert. Wobei auch ein Wachs natürlich ein Produkt ist, was ein bisschen die Anwendung vereinfachen soll und nicht ganz so viel Anforderungen hat. Ich trage mir jetzt so ein bisschen was mit den Händen auf oder auf die Hände auf. Ja, mit den Anhaftungen hier hat nicht ganz so geklappt, aber muss ich dazu sagen, der Wagen hat jetzt Lacknebel. Der wurde mal nachlackiert, aber ich habe ihn jetzt einfach hergenommen, um euch dieses ganze Thema mal zu zeigen. Also lasst euch bitte vom Lacknebel nicht irritieren. Und dann kann man das hier so wunderschön streicheln und einmassieren. Ich gucke mir mal an, ob ich eine gleichmäßige Wachsschicht drauf habe, und wenn ich sie kaum sehe, ist die schön dünn, und genau das möchte ich. Ich will nicht zu dicke Wachsschichten haben, weil das führt zu diesen sogenannten Wachshologrammen. Das heißt, es sieht aus wie Hologramme, die entstehen aber durchs Wachs und kommen daher, dass sozusagen die oberste Schicht schon aushärtet, während unten noch Lösemittel drin sind. Die fangen sich dann in dieser ausgehärteten Schicht und dann kriege ich halt die Hologramme. Sieht nicht schön aus, und das Problem ist, man sieht sie nicht gleich nach dem Auftragen, sondern erst ein bisschen später. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, Prinzip ist klar, wir haben überall eine dünne Schicht. Lassen es so lange stehen, bis der Fingerwischtest positiv ist. Das heißt, wenn ich mit dem Finger hier rüber wische und das mit meinem Finger noch mit verschmiere, das ist jetzt bei so einem hellen Lack unheimlich schwer einzufangen, dann ist das Wachs noch nicht ausgehärtet. Wenn ich es mit meinem Finger quasi abtrage, also unter meinem Fingerwischer kein Wachs mehr zu sehen ist, dann kann es abgewischt werden. Ich ziehe mir mal frische Handschuhe an und hole meinen Wachsapplikator. Das ist jetzt ein sehr großer Wachsapplikator, mit dem komme ich natürlich hier nicht so rein, ist aber kein Problem. Ich kann mir das auch hier mit dem Finger oder mit einem kleinen Spachtel oder ja, mit einem Papiertuch ein bisschen rausnehmen und in den Wachsapplikator auftragen. Wie gesagt, es ist sogar besser, wenn ich da nicht reinkomme, weil mit so einem Applikator neigt man tatsächlich dazu, viel zu viel Produkt aufzutragen. Das heißt, das macht sich so sowieso besser im ersten Schritt immer ein bisschen dünner auftragen.
Einmal eine Bahn ziehen, dass wirklich überall gleichmäßig Produkt ist. Und dann, solange es noch gleitet, ist noch Wachs da. Wenn es ein bisschen trocken wird und ich auf der Oberfläche kein Wachs mehr sehe, dann ist es runter. Aber es ist wirklich auch hier wichtig, dass man schön dünn arbeitet, weil das macht das Arbeiten am Ende leichter. Ihr könnt auch mit der Kante hier so ein bisschen reingehen. Dann habt ihr recht viel Wachs. Streicht euch das ab und habt dann hier einen Bereich, wo Wachs aufgetragen wird und mit dem Rest des Applikators wird es dann verteilt. Das geht zum Beispiel auch. Dann habt ihr gar keinen Kontakt mit dem Wachs. Dann wird es hier aufgetragen. Passt ein bisschen bei Kunststoffteilen auf. Manche Wachse bleichen die so ein bisschen aus. Es ist übrigens egal, ob ihr das in kreisenden oder geraden Bewegungen macht. Wichtig ist, dass ihr eine gleichmäßige Abdeckung überall habt. Alles andere ist euch überlassen. So, jetzt lassen wir es ein paar Minuten stehen. Machen, wie gesagt, immer wieder zwischendurch einen Fingerwischtest. Aber bei der hohen Wärme hier und Luftfeuchtigkeit ist das Wachs sehr schnell abgelüftet. Dann hole ich mir gleich 2 langflorige Tücher und poliere das Wachs wieder runter. Das Auspolieren der Überstände ist wirklich einfach. Ich nehme gerne langflorige Tücher. Geht auch mit kurzflorigen, aber ich finde, mit langflorigen lässt sich das ein bisschen schöner machen. Falte die wie üblich 2-mal und dann gehe ich mit einem Tuch vor. Und dann nochmal mit dem zweiten hinterher. Und dann gerade beim zweiten sollte man deutlich spürbar merken, dass die Oberfläche deutlich glatter geworden ist. Das heißt, man spürt auch so ein bisschen, wo noch Überstände sind. Und dann sollte auch ein Wachs mindestens mal eine Stunde, bei manchen Wachsen wie bei dem zum Beispiel, das braucht bis zu 24 Stunden, um vollen Glanz, volle Wasserabweisung auszubilden. Also auch einem Wachs sollte man ein bisschen Zeit geben, bis die volle Performance sozusagen da ist. Am Ende kann natürlich jeder selbst entscheiden, was er oder sie gerne macht. Mir ist immer wichtig, darüber zu informieren, sodass du persönlich alle Risiken, Vorteile und vielleicht auch mal Nebenwirkungen kennst und dann entscheiden kannst, was du tust. Denn wenn du rauchst, wirst du wissen, dass Rauchen nicht gesund ist. Wenn du viel Alkohol trinkst, wirst du auch wissen, dass das nicht gesund ist. Aber entscheidest bewusst, dass du es tust. Genauso hier, wenn du Spaß daran hast, das Wachs mit den Händen aufzutragen und dir die Risiken und die Nebenwirkungen bewusst sind, dann mach es gerne weiter. Es gibt, sage ich mal, im Ergebnis keinen Nachteil. Es performt nicht schlechter, es hält aber auch nicht länger. Von daher, ich rate davon ab. Ich selber mache es nie mit der Hand. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein.